herzlich willkommen zu einem gehäkelten Alphabet in der Overlay-Häkeltechnik. Mit den Buchstaben des gehäkelten Alphabets kannst du deinen ganz eigenen Schriftzug oder dein ganz persönliches Statement in viele Projekte in der Overlay-Häkeltechnik einfügen. Ich habe den Schriftzug in die Tasche Evelyn eingehäkelt. Oder hier habe ich als individuelle Manschetten, als Servietten oder Besteckringe gemacht, zum Beispiel als Initialen für eine festliche Tafel oder ähnliches. Ein Schriftzug für ein Tuch ist in Arbeit. Je nach Projekt ist es nötig, die Buchstaben von unten nach oben zu häkeln oder von oben nach unten. Deshalb habe ich beide Möglichkeiten in die ausführliche Anleitung gepackt. In der Kaufanleitung sind die grafischen als auch die ausgeschriebenen Häkelschriften enthalten. Ich füge euch die Links der Kaufanleitungen für die Tasche Evelyn, für das gehäkelte Tuch Evelyn und natürlich für das gehäkelte Alphabet in die Videobeschreibung hier unter das Video. Ich häkle die meisten Projekte mit der Twister Solid oder Twister Verlauf von Hobby oder auch hier mit den Friends Wheels. Beide Garne gibt es in vielen tollen Farben und ich finde, meines Erachtens ergibt das die besten Ergebnisse. Ich habe eine Partnerschaft mit Hobby. Nutzt ihr den Link zur Wolle in der Videobeschreibung hier unter dem Video, erhalte ich eine kleine Provision. Vielen Dank für eure Unterstützung. Mit einer Ausnahme ist jeder Buchstabe 10 Maschen breit. Plane bei einem Schriftzug den jeweiligen Abstand von 2 Maschen zwischen den Buchstaben und 4 oder 5 Maschen zwischen einzelnen Wörtern ein. Jeder Buchstabe geht über 20 Reihen. Und wobei hier ein Abstand nach oben und nach unten, umgekehrt nach unten und nach oben, schon eingerechnet ist. In der Overlay-Häkeltechnik gibt es nur Hinreihen, also muss nach jeder Reihe der Faden abgeschnitten werden oder du häkelst in Runden. Solange in der Technik nichts anderes angegeben ist, werden feste Maschen in das hintere Maschenglied der Vorreihe gehäkelt, Stäbchen werden in das freie vordere Maschenglied der Vorreihe gehäkelt. Ich zeige immer nur die 10 Maschen des Buchstabens. Wir häkeln den Buchstaben von unten nach oben. Diese und die andere Variante findest du natürlich in der ausführlichen Kaufanleitung. Für die Twister Solid oder Verlauf verwende ich eine Häkelnadel der Stärke 2,5 mm. Und jetzt geht's los. Heute häkeln wir den Buchstaben K. Und auch hier fängt die Reihe 1 in der Farbe an, in der sich der Buchstabe darstellt. In meinem Fall ist es das Gelb. Reihe 1 wird gehäkelt mit 10 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Farbwechsel und die Reihe 2 wird gehäkelt mit 10 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Damit ihr den Bereich der 10 Maschen besser erkennen könnt, über den der jeweilige Buchstabe gehäkelt wird, habe ich euch das Ganze jetzt mit 2 Maschenmarkierern gekennzeichnet in der ersten und der 10. Masche. Dann machen wir einen Farbwechsel und weiter geht es mit der Reihe 3
Und hier sind es 10 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 4. Hier sind es jetzt 2 feste Maschen. 1, 2, 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und nochmal 2 feste Maschen. Eins und 2. Farbwechsel und weiter mit der Reihe 5. Jetzt sind es 2 Stäbchen. 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und nochmal 2 Stäbchen. 1 und 2. Farbwechsel und weiter geht es mit der Reihe 6. Und da sind es jetzt 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4 und nochmal 2 feste Maschen. Farbwechsel, Farbwechsel und weiter mit der Reihe 7. Hier sind es jetzt 2 feste Maschen, 2 Stäbchen, 1, 2, 4 feste Maschen, 1, 2, 3 und 4 und noch 2 Stäbchen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 8. Jetzt sind es 2 Stäbchen. 1, 2, 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 2 Stäbchen. Und 2 feste Maschen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 9. Jetzt sind es hier 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 2 Stäbchen. Zwei feste Maschen und 2 Stäbchen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 10. Jetzt sind es 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4 und 6 feste Maschen. 1, 2, 3,
4, 5 und 6. Farbwechsel und weiter mit Reihe 11. Jetzt sind es 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Farbwechsel und weiter mit Reihe 12 und jetzt sind es 4 Stäbchen. 1, 2, 3 und 4 und 6 feste Maschen. 4, 5 und 6. Farbwechsel und weiter mit Reihe 13. Jetzt sind es 4 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 2 Stäbchen. 1, 2, 2 feste Maschen und 2 Stäbchen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 14. Jetzt sind es 2 Stäbchen. 1, 2, 4 feste Maschen. 2 Stäbchen und nochmal 2 feste Maschen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 15. Jetzt sind es 2 feste Maschen, 2 Stäbchen, 1, 2, 4 feste Maschen, 1, 2, 3 und 4 und nochmal 2 Stäbchen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 16 sind es hier 4 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 4 Stäbchen und noch einmal 2 feste Maschen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 17. Jetzt sind es 2 Stäbchen, 6 feste Maschen, 5 und 6 und nochmal 2 Stäbchen. Farbwechsel und weiter mit Reihe 18. Jetzt sind es 2 feste Maschen, 6 Stäbchen, 3, 4, 5 und 6 und nochmal 2 feste Maschen.
Farbwechsel und weiter mit der Reihe 19. Und hier sind es ganz einfach wieder 10 feste Maschen. Fünf, 8, 9 und 10. Ein letztes Mal Farbwechsel und dann kommt auch die letzte Reihe, die Reihe 20. Und hier ist es zum Abschluss, sind es jetzt auch 10 Stäbchen. 3, 5, 7, 8, 9 und 10. Das war der Buchstabe K in der Overlay-Häkeltechnik. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like und einen Daumen hoch da. Und die Buchstaben A bis J findet ihr bereits im Kanal, die sind schon online. Alle weiteren Buchstaben folgen noch. Lasst am besten ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren Buchstaben und sowieso Videos. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Bis bald. Tschüss.